27, 28. So, das reicht. Na, wie war es? Umwerfend, wie immer. Gib mir die andere. Lass es lieber, Schätzchen. Du musst seit Mittag noch den Löffel vom Teller kriegen. Wir laufen weiter. Na komm schon. Wie immer. Hamburg Hauptbahnhof, hier ist Hamburg Hauptbahnhof. Aus den Autos ausbringen, bitte alle aussteigen. Alle aussteigen bitte, der Zug endet hier. Rolltreppen, die aufwärts führen, sind mir eigentlich die sympathischsten. Weil man nichts dazu tun muss, um ganz nach oben zu kommen. Leider für die meisten hier nach unten. Und nicht nur hier. Mein Name ist Pete Bucks, der kleine Bruder von Simon Bucks, dem Erben der gleichnamigen Bucks Chemiewerke. Normalerweise kümmere ich mich nicht um Betriebsangelegenheiten. Auch seit der Pressewirbel um austretende Gifte und tote Tiere und Pflanzen in der Nähe der Bucks Chemie interessiere ich mich für die Hintergründe. Besonders für die merkwürdigen geheim gehaltenen Übergaben von Betriebsdokumenten, die in letzter Zeit regelmäßig stattfinden. Wie auch heute. Und nun passen Sie mal genau auf. Lassen Sie doch Ihre eigene Frau. Entschuldigung, ich wollte nur mal sehen, wie es hier so läuft, ne? Ey!
her, du. Oh Gott. Ey, du euer Hänger, was fällt dir denn ein? Wo ist denn die Sau? Würde? Jetzt soll es die. Das glaubt mir wieder keiner. Hey, halt an, Scheiße. Morgen. Bernhard! Pass auf! Hilfe! Hilfe! Was soll das? Aua! Hilfe! Aua! Hilfe! Bernhard! Au! Au! Los, komm! Hallo, hallo, Polizei? Verdrück dich, Junge. Wie du willst. Geschenk der Firma. Da! Und hier! Reicht das, hä? So ein Mist. Geh schon an. Na wunderbar. Und jetzt könnt ihr nicht mal.
Pete, das war jetzt das 5. Mal, dass du in Transaktionen dazwischen springst. Ja, aber heute haben sie besonders dilettantisch angestellt. Das kann nicht Sei mehr, doch auf. das kann nicht mehr lange so gut gehen, wenn du deine Methode nicht änderst. Selbstwert ändern durch meine kleinen Störungen keinen Schaden. Wir kamen sie erst, wenn sie meine Warnung nicht ernst genug nehmen. Aber Pete, das ist doch möglich. Leise mal. Bernhard Karamanli, Firmenleiter der Bugs Chemiewerke, ist heute früh entführt worden. Wie wir erfahren konnten, wurde von den Kidnappern bereits eine Forderung an die Firmenleitung der Bugs Chemie gestellt, in der von wichtigen betriebsinternen Unterlagen die Rede ist. Das ist erst der Anfang. Die Bombe tickt so laut, dass man es gar nicht überhören kann. Ei, gucke da. Blau mochte ich schon immer. Wie wäre es denn mit diesem Modell? Das? Nein, viel zu wenig Figur betont. Und dieses? Dieses, also nein, ich habe nicht vor, im Zirkus aufzutreten. Geben Sie den mal her. Wie? Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Kennen Sie eine gewisse... Oh, können Sie mir mal eine Schleife machen? Ich komme mit. Moment, bitte. Na, wunderbar. Dann warte ich halt. Haben wir ja schon. Nicht so fest, ist doch schädlich. So recht? Naja, Nö. Tut mir leid. Geht das bei Ihnen den ganzen Tag so? Das würde mir auf die Dauer keinen Spaß machen. also Vielleicht das tut kennen mir Sie eine- leid, das gefällt mir alles nicht. Vielleicht gucke ich mir noch mal rein. Oder überhaupt nicht. Hallo Hund, weiß dein Frauchen? Komm, Puh, da vergeht dann ja die schlechte Laune. Also, ist Ihnen der Name Carola Karamanli bekannt? Das ist die Frau des entführten Bugs Geschäftsführers. Sie soll hier öfters einkaufen. Carola Karamanli? Ja. Ja, natürlich, das war doch eben mit dem Hund. Was? Die schafft mich noch. So be happy in your state, and you will open every gate. Set your spirit free. Clouds of darkness lower down, when your mind is muddied out. Your life will shine so bright.
will shine so bright. Last summer, clouds were far away, future faded, and the past will stay. Oh, what's important? It's now and here, only this moment. So what do you Da habe ich sie also doch noch gefunden, die Nadel im Heuhaufen. Carola Caramandi, die Frau des entführten Geschäftsführers der Bax Chemiewerke. Ein Gespräch mit ihr könnte die Zusammenhänge klären. Na? Hast du so ein Handtuch gesehen? Ein Handtuch schon. Bedienen wir sind. Danke, bin schon dabei. Ich wusste, dass Sie mir folgen. Aha, deswegen. Deswegen habe ich die Tür offen gelassen. Wissen Sie, ich finde, wir sollten gleich offen miteinander reden. Ich habe nichts gegen Reporter. Das merkt man. Übrigens, ich bin kein Reporter. Ich würde es sehr wundern, wenn ich Ihnen das nicht glaube. Ich will keine Story über Sie schreiben, wenn Sie das meinen. Nein? Fotos interessieren mich auch nicht. Nicht? Was hätten Sie sonst für einen Grund, mir nachzuspionieren? Über die Sache mit meinem Mann weiß ich nicht mehr als Sie. Also? Ihr Mann ist entführt worden. Wer sagt Ihnen, dass ich damit nichts zu tun habe? Das glaube ich nicht. Und wenn Sie auch so einer wären. Ich habe mich nie für Pauls Geschäfte interessiert. Also was soll's? Na wunderbar. Tun Sie nur so, oder lässt Sie das eine Schnuppe so kalt? Sie dürfen das nicht zu eng sehen. Paul liebt seinen Job. Und ich? Naja, man lebt nur einmal. Ja, vielleicht. Trotzdem schade, dass Sie nicht helfen wollen. Helfen können. Aber wenn ihr noch bleiben möchtet, Hat mich sehr gefreut. dann eben nicht. Einen schönen Abend noch. Die Länge noch. Oh. Los, Reinhard, deck den Brandbahn. Ich höre Informationen über die Alchemie. Ich habe keine Ahnung. Manche Unterlagen übergeben. Deck den nach. Was für Unterlagen? Deck den nach. Was willst du dabei nachgehen? Was ist das hier für ein Hund, ey? Die Hund im Ruhe. Was soll das hier? Du bist nur ein Mensch. Nein. Den Hund. Los, Miller, stanze wieder. Ich informiere Bach. Ja, komm schon. Ja? Guck meine Kaugummis raus. Oh. Wie holt wohl der Rapskäfer? Nein. Oh.
Verdammt, sie hat mich getroffen. Vielen Dank. Jetzt zurück in unsere nächste Umgebung. Neben in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Umweltschäden bildet der Tod eines 7-jährigen Mädchens nun den Höhepunkt einer tragischen Unglückskette. Wir befragen zu diesem Thema Simon Box, den Leiter eines hiesigen Chemiewerks. Ja, die finde ich auch ganz gut. Die haben, ja, viel und Knochenüberschicht ist mal ein bisschen mehr als jetzt. Ja, auf jeden Fall müssen wir diese Punkte fragen, wenn man halt, mit diesem toten Mädchen, das ist ja wirklich, ja, unmöglich. Keiner weiß nur sogar genau Bescheid. Ah, da ist er ja, endlich. Herr Bax, dürfen wir Sie um ein Interview bitten? Ja, Sie haben die Baxchemie und die Sondermülldeponie vor einem Jahr von Ihrem Vater übernommen. Sind Sie nicht jung für eine solche Verantwortung? Ich schätze Sie so auf höchstens Mitte 20. 23 genau. Und ob ich die Wachschemie leiten kann oder nicht, das überlassen Sie doch bitte mir, ja? Herr Bax, in der Nähe Ihrer Produktionsanlagen stellen sich immer häufiger Schäden, vor allem bei den Tieren unserer Wälder ein. Stimmt es, dass sich für die nächsten Tage eine Prüfungskommission bei Ihnen angemeldet Das ist hat? überhaupt noch nicht sicher. Was sagen Sie zu der Entführung eines Ihrer Angestellten und zu dem tragischen Tod des jungen Mädchens? Ja, das sind alles schreckliche Dinge, aber warum fragen Sie das gerade mich? Immerhin ist sie in einem Schwimmbad auf Ihrem Gelände umgekommen, Herr Der Bax. Pool ist seit langem stillgelegt. Da hätten die Eltern wirklich besser auf ihr Kind aufpassen müssen. Nun entschuldigen Sie mich bitte. Mein Sekretär hat die Anweisung, niemand auf das Gelände zu lassen. Wieso, haben Sie etwa Geheimnisse? Darf man auf seinem eigenen Besitz nicht mehr ungestört arbeiten? Nein, darf alles. Nur niemanden töten. Wollen Sie damit andeuten, unsere Fabrik hätte etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun? Wenn Sie es so auslegen? Ah. Ich liebe sie. Bitte? Die alten Kirchen. Ach so. Wir machen im Hafen noch ein Foto, ja? Wir fahren nicht mehr zum Hafen, denn Michel reicht für heute. Was sollen wir denn selbst machen? Ihnen wird das Richtige schon einfallen. Haha. Kennen Sie die hier? Ja, Dr. Hubertus. Eine Mitarbeiterin Ihres Mannes. Ach, wie meinst du Dr. Hubertus? Und ich sollte die als Eintrittskarte erhalten, ja? Nein. Deswegen also der ganze Aufwand. Dafür hätte ich mir Geld denken. Frau Karamandi! Frau Karamandi! Na wunderbar. Bin ich im Himmel oder weiter? Sie sind schon weg? Ja, aber machen Sie ruhig weiter. Wo bin ich hier eigentlich? Im Weststadt-Hospital. Wir hätten sich kein besseres aussuchen können. Aussuchen ist gut. Temperatur? Na, wer sagt's denn? Sehen Sie die Schwellung hier? Hier müsste mit dem Gift in Berührung gekommen sein. Warum Gift? Das fragen Sie mich? CP5 ist eine Art Bakterium. Eine geringe Menge in der Blutbahn genügt, um in ein paar Sekunden sämtliche Gewebezellen zu zerstören. Sie werden langsam zersprechen. Vielleicht tut's weh. Ampel. Aber nicht fixen. Ich habe Ihnen neue Antikörper eingespritzt. Wenn Sie Glück haben, springt der Virus über. Erfreuliche Aussichten. Man weiß nicht, ob es gewirkt hat? In 4 Stunden, 4 Tage. Das kann man nicht so genau sagen. Na, wenigstens ein origineller Schuss. Da haben Sie recht, aber es gibt ohnehin zu viele Menschen auf dieser Welt. Mein Freund. Ja. Und ein schönes Leben noch.
Na, Süße, wo ist denn mein Jäckchen? Durch die Tür und weg. Danke. Ich gehe in die Saal, was? Ich glaube, ich nehme die andere Tür. Ciao. Na, wer poliert mir denn da die Treter? Ach, Sie. Ha. Na, endlich mal eine freudige Überraschung. Trotz Ihres Fahrstils. Schnell, steigen Sie ein. Liegen Sie immer so tief? Wir fahren zu Dr. Hubertus. Ich dachte... Sie hatten recht mit Ihrer Vermutung, bei Dr. Hubertus stimmt was nicht. Was soll das heißen? Entweder ist sie so taub, dass sie weder klingeln noch klopfen hört, oder sie schreit dem Rasenmäher schon von unten zu. Vielleicht können Sie für einen einzigen Moment Ihre Originalität vergessen und mir sagen, was los Max ist. hat ein neues Opfer gefunden, das ist los. Na, was habe ich gesagt? Ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir die Polizei benachrichtigen. Und mit welcher Begründung? Oh, was soll das denn nun wieder? Vielen Dank für die Fahrt. Nicht, dass ich was gegen Carola hätte. Nein, nein. Im Gegenteil. Aber in diesem Fall ziehe ich eine Solo-Aktion vor. Die Chemikerin Dr. Hubertus ist die so ziemlich am besten informierte Mitarbeiterin der Baxt Chemiewerke. Wenn tatsächlich etwas faul ist, dann weiß sie es bestimmt. Vorausgesetzt, sie fault nicht inzwischen selbst. Wärst du ganz schön platt, Mann. Fühl mich ganz schön hängen gelassen. Boah, noch mehr Epfoi. Frisst das hier jemand? Lieber Vollrausch als Tiefenrausch. Ui. Verflixt, die klemmt. Neidlich. Null Bock auf Rambo.
Hey! Du hast das mit den bohrenden Fragen irgendwie falsch verstanden. Kommen Sie schnell rein. Wo ist Dr. Hubertus? Auf keinen Fall hier in der Vorlauf. Was sollen wir jetzt machen? Sehen Sie, wieder diese Kapsel. Ich denke, Dr. Hubertus... Haben Sie das gehört? Natürlich, das kam von der Heizung. Es muss doch jemand im Haus sein. Kennen Sie? Dr. Hubertus. Und hier das Fabrikgelände. Die Anlage ist stillgelegt und wird nur noch als Lagerstätte benutzt. Und das, was ist das? Ja. Hier gehen die Meinungen auseinander. Rings um die Halde treten seit gut 5 Monaten Schäden an Flora und Fauna auf, und zwar erhebliche. Damals kündigte sich eine Prüfungskommission an. Überprüft werden sollten die Bodenbeschaffenheitsakten. Das sind doch die Akten, die die Kidnapper ihres Gatten als Tauschobjekt fordern, ich weiß. Für die Wachswerke wäre das eine bombensichere Möglichkeit, die Papiere rechtzeitig verschwinden zu lassen. Sind Sie die Einzige, über die Sache genauer Bescheid weiß, Dr. Hubertus? Die einzige. Mit Ausnahme von Herrn Karamandi. Aber der ist ja, wie Sie wissen... Ja, Doktor. Ich frage mich nur, warum man gegen Sie nicht genauso vorgegangen ist. Das habe ich mich zuerst auch gefragt. Aber jetzt bin ich sicher, dass mir überhaupt nichts passieren kann. Ja, was denn auch? Wir sind ja bei Ihnen. Wieder CP5. Oh mein Arzt, still! Dr. Hubertus ist tot. Und mit ihr dahin ist auch die letzte Spur zur Aufdeckung der Machenschaften meines Bruders. Mit einem zweiten Killer hatte ich nicht gerechnet. Anscheinend will mein Bruder mit allen Mitteln verhindern, dass man dahinter kommt. Nur, hinter was? Aber vielleicht habe ich so noch eine Chance.
So, wir sind da. Was ist das hier? Oh, was liegt denn da? Vielleicht eine Klunker? Nö, ein Spiegel. Gar nicht mal so übel. Mal schauen, wer dich verloren hat. Oh Mann. Hey, kann ich dir helfen? Was für eine Absteige bin ich denn hier gelandet? Ich bin der Marquis und ich bin Jacqueline. Oh, das tut mir leid. Wo geht denn hier zu den Toiletten, ne? Treppe hoch und dann links. Na, wunderbar. Bist du auf die Toilette? Müller, bitte. Wart mal. Vielleicht klappt's so. Danke. Tiefe Einblicke hat das ja bisher nicht gebracht. Außer ins Dekolleté vielleicht. Irgendwo müssen hier doch die Geschäftsräume sein. Hier vielleicht. Oh je. Eine Lichtschranke. Gar nicht mal so übel. Hey, wo ist denn Jacqueline? Wieso? Ins Raten? Wenn du weiter so dumme Fragen stellst, ja. Da drüben. Glaubt sie aber viel anderen? Was ich glaube, geht ihnen Scheißdreck an, klar? Leck mich doch mal langsam schon. Ein Königreich für einen Stromausfall. Jetzt wird sicher zeigen, ob meine 5 in Physik berechtigt war. Scherben bringen Glück, meistens Stück für Stück. Terminus. Nos. Und genau in den Strahl. Und Geschichte. Von wegen 5. Müller möchte dich sprechen. Das Geschäft läuft doch nicht so nach unten. Müller interessiert für den, der dich vorhin angequatscht hat. Mich angequatscht, ich sag doch, was mir nicht gelaufen. Was wollt ihr von hier? Er hat nach den Toiletten gefragt, mehr war nicht, wirklich. Also, Schweine. Hey. Nun wird mir einiges klar. Wahrscheinlich werden die ausländischen Geschäftspartner der Backchemiewerke in der anregenden Atmosphäre dieses Etablissements zu günstigen Vertragsabschlüssen überredet. Nicht gerade die feine englische Art, aber dafür sind wir schließlich Deutsche.
Viel mehr als die kleinen Außergesetzlichkeiten regt mich allerdings auch, dass er mir nichts von den Scheinchen abgibt, die er da so nebenbei verdient. Und mach sowas nie wieder. Sie möchten was, bitte? Ein Hausnutzungsbefehl. Sehen Sie, das ist die einzige Möglichkeit, in die Wachswerke zu kommen. Sie wollen mir also allen Ernstes weismachen, dass Sie als Naturfreundin wegen ein paar unbesiegtiger Gerüchte ein ganzes Chemiewerk auf den Kopf stellen wollen? Und noch dazu eine richterliche Genehmigung? Ja. Also, Sie müssen zugeben, dass das, entschuldigen Sie, ziemlich weit hergeholt klingt. Wir stellen grundsätzlich keine Suchungsbefehle aus. Außerdem habe ich gar nicht die Befugnis. Notfall genügt mir auch ein anderes Formular mit Ihrer Zustimmung. Tut mir leid. Ja, Moment. Ja. Moment bitte. So. Höchst richterlicher Durchsuchungsbefehl. Der Inhaber dieses Dokuments ist berechtigt, eine Durchsuchung sämtlicher Betriebszweige der Wachschemiewerke durchzuführen. Schnitt. Ja, tut mir leid, dass Naja, halb so schlimm. Würden wir bitte diesen Nachweis unterschreiben, damit meine Freunde mir auch glauben, dass ich hier war? Ja, selbstverständlich. So, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Komisch. Das ist doch die Karamandi. Was macht die denn, um Gottes Willen?
So kommt die doch nie durch. Verdammt! Die Karamandis sind das. Was? Der hat den So, Leute nach die irgendetwas Karamandi? gefragt und der hätte sie natürlich sofort Dieser erkannt. verfluchte Dicker. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Ich bin sofort Du sollst auf sie aufpassen. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Wir müssen sofort hinterher. Vertrage dich mit das Selbstmord, Pete. Na wunderbar. Aber vom See her sieht uns niemand. Die Vegetation hat wohl zu viel gesoffen. Sie ist ganz schön dicht. Ganz schön anstrengendes Rudern, was? Ich fühle mit dir. Hoffentlich sieht uns keiner. Was denn das? Lass oder so. Man merkt, dass wir den Wachswerken näher kommen. Fahr mal ran, dann habe ich was ich meinem Bruder in den Kopf werfen kann. Noch ein Stückchen. Hab's gleich. Komm schon. Oh, verdammt! Da ist die Luft geht raus. Wir laufen ab. Wir müssen zum Flughafen. Nur noch mal. Über den Stacheldraht. Ein ganzer Mond ist aufgeschliffen. Es ist die Klappe, hilf Bruder. Das stört nur. Wir haben den See also doch nicht übersehen. Hätte mir denken können, dass mein Bruder so einfache Fehler nicht macht. Mann. Wart auf mich. Das Boot liegt. Ich hab's schon. Jetzt weg. Pass auf, ich muss die Karamandie da rausholen. Du durchsuchst zwischen die Lagerhallen. Falls ich bis 3 Uhr nicht zurück bin und du irgendwas entdeckst, irgendwas, was unseren Vermutungen entspricht, jag den ganzen Laden in die Luft. Aber Pete. Ach was.
Meine Herren, habt wohl auch Zeit. Wir kommen jetzt also zu unserer letzten offiziellen geschäftlichen Besprechung. Herr Karamandi, darf ich Sie bitten? Hier die Vertragskopien und 2,5 Millionen für Ihren Aufenthalt in Rio. Sämtliche Werksarbeiter werden nach Plan zum 1. Oktober entlassen. 2 Wochen später reichen wir endgültig den Konkurs ein. Müller übernimmt die Geldtransaktion aus der Schweiz. Das Kapital wird dann mittels einer fiktiven Hamburger Hilfsorganisation einschließlich den Staatszuschüssen als dritte Welthilfe aus Deutschland herausgebracht und dann von Müller abgefangen. Wann liefern wir das zurück? Unsere Tankzüge sind bereit. In Berlin und München. Um Punkt 3 Uhr erwarte ich den Anruf der Einsatzleiterin. Ja, das klingt alles recht plausibel. Das Werksgelände geht nach Konkurs automatisch in die Hände der Gläubiger über. Die dürfen sich dann auch um die Restgifte im Boden und Grundwasser kümmern. Ausgezeichnet, Karamandi. Da bleibt nur noch die Sache mit Ihrer Frau. Dumme Geschichte, was? Überlassen wir dieses Problem Müller. Ja gut, dann sehe ich keine weiteren Probleme. Schulz, was meinen Sie? Nein, keine Schuld, kein. Na, Herr Funk. Tja, dann, Ihr Wagen steht bereit. Und hier die Schlüssel. Was? Danke für die CP5-Kanone. Und jetzt zeigt mir mal euer schönstes Flossenballett. Na also. Hallo Pete, diese ganze Sache geht dich doch nichts an. Noch kannst du einfach einen Abgang machen und ich trag's dir nicht nach. Weißt du was? Das war gelogen. Perfekt. Müller, sorgen Sie dafür, dass mein Bruder nicht zu bequem sitzt. Und jetzt müssen wir rauskriegen, was er weiß. Ich hab doch gewusst, dass wir uns wieder... Halt, ich mach das. Jetzt hab ich aber Was Angst. suchst du hier auf dem Gelände? Wo? Tu nicht so dumm, wenn du nicht reden willst, wir haben noch ganz andere Mittel. Ja, das weiß ich. Was weißt du? Bleib ruhig, Junge. Dass ihr andere Mittel habt. Dr. Hubertus kannte ein paar. Was wissen Sie von Dr. Hubertus? Dass ihr sie mit CP5 vollgepumpt habt. Weil sie wohl eure Methoden zu genau kannte. Zum Beispiel ihre Scheinentführung. Versuchen Sie da! Oh. Was ist denn das? Oh. Also, was hast du hier zu suchen? Soll ich es etwa aus dir herausprügeln? Gib doch auf. Dein ganzer Plan ist doch lächerlich. Sie werden dich geschnappt haben, noch bevor du deine Schnauze überhaupt aufkriegst. Halt! Also? Du kannst mich zwar umbringen, aber beeindrucken kannst du mich nicht mehr. Na, das werden wir ja sehen. Schwächling. Ich glaub's nicht. Also gut. Na, gibst du schon auf? Oh nein, bestimmt nicht. Herr Bax, es ist kurz vor 3 Uhr. Wir sollten uns jetzt um den Anruf kümmern. Also gut. Kümmern wir uns erst um die Anrufe.
Carola! Schnell raus hier! Schnell, komm raus! Achtung, Achtung! Großer Einsatz! Explosion in den Bugs Chemiewerken! Austritt von hochgiftigen Stoffen. Die gesamte Bevölkerung in 20 Kilometer Umkreis ist in Lebensgefahr. Evakuierung der Bevölkerung einleiten. Rettungsdienst mit besonderer Schutzausrüstung für den Brandherden. Achtung, Lebensgefahr! Durchkämmen Sie die Gebäude auf der Suche nach Opfern. Hey Mann, raus! Ach, so ist das. Oh. Ah. Ah. Mann, hör auf, der Laden fliegt gleich in die Luft. Siehst es jetzt ein? Du willst noch mehr, mein Junge? Und jetzt Abflug. Attentäter versucht, mit einem Flugzeug zu entkommen. Wiederhole, mit einem Flugzeug. Einsatzwagen,
Versuchen Sie, das Flugzeug aufzuhalten. Einsatzwagen 12 an Zentrale, nehmen Verfolgung auf. Er ist entkommen. Das ist typisch für meinen Bruder. Während alle Welt ihn in dem Segler da oben vermutet, bringt er hier unten in aller Ruhe sein Schärflein ins Trockene. Mal sehen, ob sich dieses Schärflein nicht auch durch zwei teilen lässt. Du? Ja. Das war nicht eingeplant. Ich weiß. Ich bringe wieder mal deine Pläne durcheinander. Mit 10 oder 11 Jahren kamst du dir besonders intelligent vor, weil dich beim Versteckspielen keiner auf der Garage erwartet hat. Keiner. Außer meinem kleinen Bruder, Pete Bugs. Diesmal ist es genau umgekehrt. Alle erwarten mich da oben, aber ich... Bis die mit dem Flugzeug fertig geworden sind und jemanden gefunden haben, der genug Kips im Kopf hat, um den Selbststeuerungsmechanismus zu erkennen, bin ich in aller Ruhe über die nächstbeste Klips geflohen. Tatsächlich. Hey, bleib still! Keinen Schritt mehr! Halt! Nein. Du bleibst schön hier! Du versaust mir meinen Plan nicht. Bugs an Helikopter. Zum Treffpunkt. Jetzt! Na, wunderbar. Ich lass dich da oben nicht einfach mit dem Heli wegfliegen. Gleich bist du dran. Hier geblieben. Hier ist Endstation. Hilfe. Hilf mir, Pete. Ich kann mich nicht mehr halten. Warum sollte ich dir helfen, ha? Du hast doch... Wasabi. Du hast doch die Unterlagen als Beweis, Mensch. Hilf mir. Alle Zeugen, die über deine Geschäfte Bescheid wissen, sind beseitigt. Dafür hast du selber gesorgt. Und alle wichtigen Unterlagen verbrennen da gerade. Aber du kannst doch wohl nicht... Aber, Pete! Nur wir beide wissen jetzt noch über die Baxini Bescheid. Aber du kannst... Das ist doch... Und wer erbt das hier alles? Nach deinem Tod? Ich, ganz allein, ich!
Na wunderbar.